Ich kann allen Leuten nur eins ans Herz legen, und zwar: Islam ist die Rettung. Ibrahim al-Azazi ist ein salafistischer Prediger und auf TikTok ein Star. Er erreicht bis zu 1 Million Aufrufe wegen Videos zu solchen Islamfragen. Darf man Geburtstage feiern? Es ist natürlich nicht erlaubt, Geburtstage zu feiern. Salafisten werden gerade zu Influencern. Das ist auch wirklich eine Gnade von Allah subhanahu wa ta'ala, dass es auch solche Prediger hier in Deutschland gibt. Als Sheikh Ibrahim hat er Reichweite, extreme Reichweite. Und so viel vorweg, erst lockt er mit konsensfähigen Inhalten junge Menschen an und dann wird er extremer. Wie gefährlich ist das für eine junge Zielgruppe auf TikTok? 5 Monate recherchiere ich. Das ist sowieso immer ein Riesenproblem in unserer heutigen Zeit, dass man die Religion reduziert auf darf man nicht, was ist haram, was ist erlaubt. Ich werde ihn begleiten, konfrontieren und herausfinden, wie er tickt und wie andere seine Aussagen bewerten. Er lässt zu, dass ich als unverschleierte Frau in seine Welt eintauche. Ich werde meine Blicke senken, ich werde dich nicht anglotzen hier. Der bayerische Verfassungsschutz beobachtet Ibrahim. Verfassungsschutz nehme ich sowieso nicht für voll, deswegen die können schreiben, was sie wollen. TikTok. Das sind für mich Pranks, Parodien, Spaß, seichte Unterhaltung. Wer hier guten Content macht, der kommt schnell auf Reichweite. Immer mehr muslimische Prediger, Scheichs, theologische Ansprechpartner nutzen die Plattform für sich und predigen zu jungen Menschen. Ibrahims Videos gehen viral. Wer sie schaut, bekommt kurze, klare Antworten auf komplexe Fragen und Alltagssorgen im Islam. Warum ist es haram, Musik zu hören? Weil der Prophet a.s. es uns verboten hat. Ich bin auch Muslima und deswegen beschäftigt mich das Thema besonders. Für mich ist dieser Content oft einseitig und sehr orthodox. Aber der Hype ist riesig. Zusammen mit anderen muslimischen Predigern veröffentlicht Ibrahim regelmäßig neue Inhalte auf dem Kanal Islam Content 5778. Der Kanal ist eine neue Bühne für salafistische Prediger. Andere Prediger dort sind Abul Barra und Pierre Vogel. Und TikTok wird nach meiner Recherche mit einer drastischen Maßnahme reagieren. Ich suche Kontakt zu Islam Content 5778 und erreiche einen Mann. Er stellt sich mir als Manager von Ibrahim vor. Und Sheikh Ibrahim ist bereit, mich zu treffen, wenn ich 4 Bedingungen erfülle. Erstens, wir dürfen nicht zusammen in einem Bild sein, weil ich eine unbedeckte Frau bin. Das respektiere ich, auch wenn es gegen meine Werte ist. Zweitens, der Film dürfe keine Musik enthalten, nur Gesang, denn Instrumente seien haram, also verboten. Eine ultrakonservative Haltung, welche ich in meinem Islam nicht vertrete. Das respektiere ich und verwende deshalb nur elektronische Musik. Drittens, Ibrahim möchte zu allen kritischen Äußerungen Stellung beziehen können. Dem stimme ich zu. Viertens, Ibrahim möchte den Film vor der Veröffentlichung sehen. Eine Einflussnahme lehnen wir immer kategorisch ab. Ibrahim sagt trotzdem zu. Bis zum Dreh vergehen einige Wochen, in denen ich erfahre, dass der Verfassungsschutz ihn beobachtet. Dann ist es soweit. Ich fahre nach Düsseldorf. Ibrahim und sein Manager, der Betreiber von Islam Content 5778, wollen mir zeigen, wie ihre TikTok-Videos entstehen. Der Dreh wird ganz anders als geplant. Es fängt damit an, dass ich nicht vor der Kamera sein darf mit ihm, weil er sich nicht mit einer unbedeckten jungen Frau filmen will. Und wir werden auch nicht so genau wissen, was auf uns zukommt, weil der geplante Dreh mit den Videoaufnahmen für ihre TikTok-Videos ins Wasser fallen wird. Das ist unsere erste Begegnung. Kein Hallo, keine Hand zur Begrüßung. Setz mich hinter dich. Geht es? Okay. Am besten auf die andere Seite, ja? Soll ich mich lieber anschnallen, oder? Das sieht man ja auf dem Video. Das darfst du machen, wie du möchtest. Ja, nee, lieber. Weil sonst wird das noch gegen mich verwendet. Wir fahren erstmal in eine ruhige Gasse, denn Ibrahim will sich unbedingt noch umziehen. Ich überlege, was wir heute eigentlich machen können, denn die Polizei hat das ganze Drehequipment von Ibrahim und seinem Freund konfisziert. Die Staatsanwaltschaft bestätigt mir später, dass es eine polizeiliche Razzia gab. Begründung: Verdacht auf Volksverhetzung. Hier endet der Weise. Ibrahim steigt aus. In dem Moment kommt jemand vom Ordnungsamt. Was war da los? Ja, was war da los? Hier darf man nicht parken. Aber es war mir auch klar, aber... Wir fahren zu einer Drehlocation, die ich kurzfristig organisiere. Ein Laden für islamische Kleidung. Was wir nicht merken ist, dass uns zu diesem Zeitpunkt bereits die Polizei eskortiert. Mich beschäftigt vor allem die Frage, warum wir nicht zu zweit im Bild sein können. Weil ich finde, dass du zu wertvoll bist, um dich vor der Kamera für alle Welt zu präsentieren, dass jeder dich anglotzen kann. Und ich werde dir dabei nicht
sagen wir mal, helfen oder unterstützen oder die Plattform geben, dass ich mich dann mit dir ablichten lasse. Was du in deinem privaten oder weit weg von mir machst, das ist halt deine Ansicht oder deine Angelegenheit. Aber ich finde, dass die Frau nicht so vermarktet werden sollte und für jedermann zugänglich sein sollte. Ja? Dass jeder sie anschauen kann und dass jeder sieht, was er möchte, sozusagen. Ja. Krass, was er gerade gesagt hat. Fand ich jetzt schon krass. Also das letzte war, glaube ich, so tatsächlich was sehr Ehrliches. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt so für den Rest des Tages wird. Denn ich habe jetzt schon das Gefühl gehabt, ich bin komplett eigentlich aus diesem Film raus. Ich konnte mich nur sehr begrenzt mit ihm unterhalten. Mal sehen, wie es weitergeht. Shoppen scheint zu klappen. Das hier ist die Abteilung für Männer, würde ich sagen. Trägst du normalerweise sowas? Nee, ich trage das, was ich jetzt auch trage. Aber das wäre doch eine gute Farbe eigentlich. Ich weiß nicht, vielleicht zum Schlafen. Zum Schlafen vielleicht würde ich sowas schon tragen. Aber auf der Straße eher nicht, nee. Kannst du mir mal so ungefähr zeigen, was denn ich tragen müsste, damit ich mit dir, quasi damit du akzeptieren würdest, dass ich vor der Kamera bin? Ich akzeptiere, dass du mit mir vor der Kamera bist. Ja. Also so und dann noch Niqab drüber, dann würde ich das machen, ja. Mit Gesichtsverdeckung. Genau. Aber du sollst das ja nicht für mich machen, du sollst das ja wenn für Allah machen. Ibrahim findet nichts, was ihm richtig gefällt. Wir gehen raus und ich versuche, mich mit ihm zu unterhalten. Schwierig, weil wir so weit voneinander entfernt stehen müssen. Ich wollte dich fragen, inwiefern du glaubst, dass du deiner Verantwortung gerecht wirst, einen ganzheitlichen Islam zu vermitteln auf TikTok. Einen was? Ein ganzheitliches Islambild. Ich versuche so gut ich kann, mich nicht zu verstellen und einfach den Islam so darzustellen, wie er halt ist. Ja. Das ist das Ordnungsamt. Seine Antwort befriedigt mich eigentlich noch nicht. Aber der Dreh ist jetzt erstmal unterbrochen. 7 Beamte stehen auf einmal um Ibrahim rum. Kurze Einordnung. Was ist eigentlich Salafismus? Das ist eine besonders strenge, wortgetreue Auslegung des Islam, wie man ihn vor 1400 Jahren praktizierte. In Deutschland leben heute 5 Millionen Muslime. Der Verfassungsschutz stuft aktuell 12.000 Personen als salafistisch ein. Das sind 0,24%. Eine Minderheit der Minderheit. Ja, ihr habt doch gesagt, wegfahren, dann sind wir weggefahren. Genau, es geht aber auch nicht um, ich würde ja keine Polizei rufen, wenn es um Verkehrsverstoß geht. Ach so, sondern? Einfach fahren. Das Sondern? klären wir gerade. Okay. Die Lage wirkt angespannt. Ibrahim muss sich ausweisen und eine Polizistin kontrolliert sein Auto. Gibt's was mit dem Auto? Weil sie sind jetzt von hinten davor gegangen und haben irgendwas am Auto genau, gemacht. Ich habe mal reingeguckt. Der Kollege hat ja schon gesagt, Sie sind ja polizeilich bekannt, das wissen Sie ja. Also vorbestraft bin ich nicht. Nein, aber polizeilich bekannt. Bisschen. Genau. Wegen der Razzia, bei der das Drehequipment konfisziert wurde. Ibrahim ruft seinen Anwalt an, um die Lage besser einordnen zu können. Ich warte und mich beschäftigt die Frage, ist Ibrahim gefährlich? Ich verschaffe mir einen Überblick über die Szene und merke, Islamprediger auf TikTok ist ein Riesentrend. Hier in Rot, Influencer mit enormen Abozahlen. Unter ihnen die schon seit Jahren auf YouTube aktiv sind. Abul Bara zum Beispiel gelingt damit der Durchbruch. Die Art, wie TikTok funktioniert und der Algorithmus sind quasi prädestiniert für die Entstehung von gefährlichen Filterblasen, schreibt mir ein Mitarbeiter von DEislam, einem Forschungsprojekt der Humboldt-Universität Berlin. Das Zentrum für Radikalisierungsforschung Modus-Zat bezeichnet diese Filterblase als Peripherie des religiös motivierten Extremismus. Viele der Influencer kennen sich, manche sehr gut. Und es gibt auch Streit. Darum, wer den richtigen Islam vertritt. Dann sind da noch die sogenannten Spiegelseiten. Hier grün. Seiten von Fans, die permanent Videos im Internet suchen, schneiden und reposten. Die Motivation ist für alle gleich. Von Gott am Tage des jüngsten Gerichts dafür belohnt werden. Ich will wissen, warum man sich diesen Content reinzieht und vor allem wer. Ich schreibe verschiedene Follower von Islam-Content 5778 an. Die 3 sind mir einfach sehr sympathisch. Ich finde, sie haben eine sehr herzliche und beruhigende Art und Weise.
Vom Verfassungsschutz beobachtet zu werden, ist nichts Schlimmes. War er im Gefängnis? Nein. Ich folge Sheikh Ibrahim, weil er die richtige Glaubenslehre hat. Dieser Follower heißt Hadi, ist 17 und als einziger Follower bereit, mit mir vor der Kamera zu sprechen. Seine Eltern sind mit dem Dreh einverstanden. Wir treffen uns bei seiner Arbeitsstelle, einem Bäcker in Minden. Auch er gibt mir nicht die Hand zur Begrüßung. Hadi hat beschlossen, seine Ausbildung abzubrechen, wegen der Religion. Und heute ist sein letzter Arbeitstag. Schon ein bisschen so traurig, aber ja, man muss halt Abschied nehmen. So. Es hat sich halt einfach nicht so ergeben wegen der Religion und alles. Und ja, was soll man großartig noch dazu sagen? Wo geht's jetzt hin? Was machen wir? Also ich würde sagen, wir gehen auf jeden Fall erstmal zur Moschee, weil ich muss noch mein Mittagsgebet beten. Und ich will jetzt noch nicht so lange rumschnacken. Hadi fängt vor etwa einem halben Jahr an, die Videos von Islam Content 5778 zu schauen. Das ist auch wirklich eine Gnade von Allah subhanahu wa ta'ala, dass es auch solche Prediger hier in Deutschland gibt, die wirklich zum wahren Glauben aufrufen. Und natürlich gab es mal so eine oder andere Fragen in den Kommentaren, die man nicht so ernst genommen hat, subhanallah. Ja, ist manche Stellen ganz lustig. Wie zum Beispiel, darf man in Schweinfurt leben? Das habe ich auch gesehen. Schweinfurt, wegen Schwein. Mir fallen seine ständigen Lobpreisungen auf. Die Meinung des Scheichs ist ihm wichtig. Mit der Religion beschäftigt er sich aber schon länger, erzählt er mir. Sein Leben hat sich während der Corona-Pandemie stark verändert. Er hat angefangen, sich viele Fragen zu stellen. Wie ich übrigens auch in seinem Alter. Über das Internet findet er Antworten, die ihm Orientierung geben. Mach mal lieber so, dass man nichts von deinen Haaren sieht. Aus Respekt vor Allah. Mache ich, aus Respekt. Das Wort Tawhid auf Hadis T-Shirt wird übrigens sagen, dass Allah der einzige Gott ist. Dieses Einheitssymbol ist charakteristisch für den Salafismus. Es muss nicht in Verbindung mit dem IS stehen, kann aber. Ich war dann auf der Suche nach der Wahrheit und ich habe mich auch mit anderen Religionen so auseinandergesetzt und beschäftigt. Aber zum Schluss so, Alhamdulillah, Allah hat mich auf Islam blieben lassen. Ja, weil für mich haben andere Religionen, sage ich ehrlich, zur Verwirrung gebracht, aber der Islam, der hat mir Klarheit gebracht, natürlich. Hadi hat seine persönliche Wahrheit auf YouTube, später auf TikTok bei Islam Content 5778 gefunden. Seitdem geht er täglich beten, versucht seinen Freundeskreis zu beeinflussen und macht seit kurzem Street Dawah, Missionsarbeit auf der Straße. Er lebt eine bestimmte Art der Religionspraxis. Die Methodik des Salaf, wie der Prophet den Islam verkündet hat. Und die drei Generationen. Genau. Hadi steht zu 100% hinter den Salaf, den Generationen der ersten Muslime. Salafist ist trotzdem für ihn ein Schimpfwort. Er sieht sich einfach als Muslim, Diener Gottes. Er will sein Leben von Sünde bereinigen. Deswegen der Ausbildungsabbruch. Schweinefleisch zu verkaufen ist für ihn unvereinbar geworden. Muss es unbedingt Bäckerei sein, wo man Sachen verkauft, die haram sind? Nein, muss nicht. Muss nicht. Und das ist auch kein Untergang. Haram bedeutet von Gott verboten. Beim Falafelessen erklärt mir Hadi, dass ein Muslim alle Taten für Allah mache. Man solle spenden, unterstützen, alten Menschen über die Straße helfen. Für Allah. Machst du das echt? Natürlich mache ich das. Natürlich. Das ist ein Muslim. Ein Muslim ist gerecht zu den anderen. Also, ich finde Altenpflege. Meine Mutter ist Altenpflegerin. Echt? Ja. Das ist aber auch verboten laut Abul Bara. Ja, ist verboten. Du bist anscheinend informiert. Hm? Du bist anscheinend informiert. Natürlich, ich schaue seine Videos, ne? Inshallah, aber möge Allah das meine Mutter erleichtern. Hohen Respekt vor deiner Mutter. Es ist ein sehr, sehr anstrengender Job. Das ist er, ja. Altenpflege sei verboten, weil man als Muslim nicht andere Leute waschen soll. Der Intimbereich ist tabu. Und dazu kommt wieder die Sache mit dem Schweinefleisch, zum Beispiel bei der Essensausgabe. Für einen 17-Jährigen wirkt Hadi sehr besonnen, ernst und fromm. Erinnert mich an Ibrahim. Unser Treffen zeigt, die Videos sind für Hadi wie ein Kompass und ein Anker in unsicheren Zeiten wie der Pandemie. Trotzdem sind sie nicht alles in seinem Leben. Der Dreh mit Ibrahim in Düsseldorf geht weiter. Wir sind verabredet in einem Laden seines Freundes. Da ist jemand. Aber irgendwo da hinten. Ja, dann gehen wir mal in den VIP-Bereich. Aber auch die Diskussion geht weiter. Ich habe überlegt, wenn ich vielleicht so nach unten
ob wir dann nicht im Bild sind und wir uns trotzdem, weil ich habe das Gefühl, so können wir uns besser unterhalten. Ich werde meine Blicke senken, ich werde dich nicht anglotzen hier. Okay, nee, musst du auch nicht. Wenn ich nicht will, dass andere Leute dich anglotzen, dann werde ich dich sowieso nicht, also noch weniger anglotzen, das ist ja logisch. Ich zeige ihm ein Video von ihm und Pierre Vogel. Inhaltlich geht es darum, dass beide gegen liberale Muslime hetzen. Meiner Meinung nach, gerade hier in Deutschland und nicht nur in Deutschland, sondern in sehr vielen Ländern, denke ich, dass die sogenannten Modernisten, liberalen Muslime, die zum Säkularismus rufen, die gefährlichste Sekte sind. Sekte meint im islamischen Kontext eine Abspaltung. Ja, sag einfach mal, was deine Gedanken sind. Wie gesagt, hier geht es ja jetzt darum, um Leute, die Sachen sagen, die nicht mit dem Islam vereinbar sind. Ja. Ich meine, jeder kann ja selber seine eigene persönliche Meinung haben, was er möchte, aber er braucht das nicht dem Islam zuzuschreiben. Aber ich fand das jetzt von Pierre Vogel schon extrem, in dem Moment, in dem er gesagt hat, das sind gefährliche Menschen und quasi, wir müssen uns vor denen schützen oder es sind Menschen, die gefährlich für die Religion sind, weil in dem Moment, in dem er die anderen nicht mehr so leben lässt, wie sie wollen, ist es ja nicht mehr tolerant. Und dann wird es ja in dem Moment extrem, wenn du anderen Menschen absprichst, dass sie so leben, wie sie wollen. Wenn ich darauf antworte, wird das dann ausgestattet oder weggeschnitten? Das kann ich jetzt überhaupt nicht sagen. Ich gebe dir jetzt ein Beispiel, okay? Du bist jetzt hier von Y-Kollektiv, okay? Ja. Und dann gibt es Leute, die sind klar, machen etwas, mit dem das Y-Kollektiv nichts zu tun hat. Okay? Beispielsweise, die rauben Läden aus, die brechen in Läden ein und rauben die aus. Ja, und die haben vielleicht mal für Y-Kollektiv irgendwas gedreht, hin und her. Ja. Dann kommen sie, wir sind Y-Kollektiv und wir haben das beim Y-Kollektiv so beigebracht bekommen, dass man Läden ausraubt. Ja. Dann ist ganz klar, dass das Y-Kollektiv kommt und sagt, nee, wir haben damit nichts zu tun. Das ist das Gleiche. Ja. Die haben mit Islam halt nichts zu tun, darum geht's. Und deswegen müssen wir uns von denen distanzieren und deswegen warnen wir vor denen. Wir sagen, pass auf, diese und diese Person, die hat mit Islam nichts am Hut. Ob die selber eine Freundin hat, ob die selber schwul ist, ob die selber raucht, trinkt, kifft, was auch immer, das ist ihr eigenes Bier. Ja? Aber wir müssen davor warnen, dass diese Leute nicht der Islam sind. Verstehst du? Der Vergleich hinkt, denn einen Laden auszurauben ist eine Straftat. Dann kommen Ibrahims Freunde. Sie wollen nicht im Bild erkannt werden, sind aber damit einverstanden, dass wir sie filmen. Unter ihnen der Betreiber von Islam Content 5778. Unser Gespräch wird unterbrochen. Einer von den Freunden stellt unser Interview in Frage. Er traut der Berichterstattung des Y-Kollektivs nicht. Und es ist Zeit zu beten. Allahu Akbar. Und für mich ist es dringend Zeit, eine andere Meinung zu hören. Hallo! Ich treffe den Imam Ender Cetin, der in der Berliner Jugendstrafanstalt Freitagspredigten macht. Er ist der einzige Imam, der sich traut, mit mir über das Phänomen der Prediger auf TikTok zu sprechen. Wir gehen durch viele Türen, bis wir zum Kulturraum kommen. Hier findet es statt. Heute ist Freitag und ich helfe dabei, die Teppiche für das Gebet auszulegen. Ich frage ihn nach seiner Meinung zu TikTok-Accounts wie Islam Content 5778. Aber bei TikTok ist ja das Problem, dass man in 2-3 Sekunden versucht, alle Themen abzuhandeln, was nicht möglich ist eigentlich. Und dann ist meistens immer, darf man nicht. Und das ist sowieso immer ein Riesenproblem in unserer heutigen Zeit, dass man die Religion reduziert auf darf man nicht, was ist haram, was ist erlaubt. Aber so schlicht, so einfach ist es nicht. Aber manche Jugendliche fühlen sich auch so wohl, wenn man Klarheit hat und sagt, okay, das ist erlaubt, das ist verboten. Und deswegen spricht das auch viele an, glaube ich. Dieses Schwarz-Weiß-Denken setzt sich fest, wenn man es immer und immer wieder hört. Jetzt ist Zeit für das Gebet. Danach unterhalten wir uns im Hof. Ich zeige Imam Cetin eine Szene vom Dreh mit Ibrahim, weil mich seine Aussagen beschäftigen. Aber wenn jemand in gewissen Sachen eine andere Meinung hat als ich oder als Pierre Vogel oder als Abul Bara oder als der, dann können wir nicht sagen, dass der kein Muslim ist. Natürlich, ganz klar, wir sagen, dass wir den richtigen Islam vertreten, sonst würden wir es ja nicht machen. Das Erste, was er meint, da kann ich ja mitgehen, dass er sagt, ja, es kann ja unterschiedlicher Meinung sein. Aber würde ich auch mitgehen, ja. Dass er sagt,
wir vertreten den richtigen Islam. Da würde ich nicht mitgehen. Es geht ja nicht im Islam um Dogmen und um Rituale, die man blind durchführt, sondern es geht letztendlich um das Gefühl, um das Spirituelle, dass ich tatsächlich mit Allah nah verbunden fühle. Und das kann in dieser Gemeinschaft oder in jener Gemeinschaft sein. Und ich sollte niemals sagen, ja, wir sind die Richtigen und das sind die Falschen. Letztendlich ist das eine Überheblichkeit. Würde ich niemals machen. Außerdem hat Imam Cetin noch eine Bitte an junge Menschen. Auch, dass sie wenigstens sich mehrere Meinungen anschauen. Nicht nur die eine Meinung, die sagt, das eine ist richtig und das andere ist falsch. Denn manchmal gibt es mehrere richtig. Und manchmal hat man auch den Luxus zu sagen, ich kann mir von diesen mehreren Richtigen etwas aussuchen und ich bin trotzdem nicht auf dem falschen Irrweg oder Irrglauben. Im Nachgang des Drehs bekomme ich noch eine Stellungnahme des Zentralrats der Muslime in Deutschland. Sie deckt sich mit Cetins Meinung und geht noch weiter. Der Zentralrat sagt zum Islambild von Islam-Content 5778, das hat nichts mit dem Islam zu tun. Es ist ein Muster, das mir immer wieder begegnet. Wenn das Religionsverständnis von bestimmten Muslimen missfällt, ist die Antwort, ihr seid keine Muslime. Könntet ihr uns einmal zeigen, wo ihr normalerweise eure Sachen aufbaut, wo normalerweise der Greenscreen ist, dass wir da, uns wo wir beten. Der Betreiber von Islam-Content 5778 zeigt es mir. Also hier würden wir eigentlich einen Greenscreen hinstellen, Lichter, Kamera in der Mitte. Und wie lange dreht ihr dann normalerweise? Wie viele Fragen hakt ihr ab? In der Regel so um die 100. 100 Fragen? Ja. Du sammelst die aus Kommentaren oder wie machst du das? Ich kann dir das gerne zeigen. Also ich habe vor 2 Wochen alle gelöscht und wir haben trotzdem 5500 Fragen. Und da holen wir die Fragen raus, screenshotte die einfach, schneide die dann so raus. Ja, dann hat man die Frage. Okay, und wie entscheidest du dich? Natürlich hat man manchmal Fragen, wo man weiß, dass die triggern, so, weißt du? Zum Beispiel? Beispielsweise, was ist eure Meinung über Michael Jackson oder dies oder das, weißt du? Genau, dann nehmen wir halt die Fragen, die auch ein bisschen viral gehen können, weil das pusht auch wiederum den Algorithmus. Das heißt, es gibt Videos, die sind mehr so fürs Heranziehen an einen Account, Michael Jackson, Sachen, die gut zu verhashtaggen sind, die alle kennen. Und das, was quasi er dann zu anderen Themen sagt, ist eigentlich das, was ihr verbreiten wollt. Genau. Es geht ja im Endeffekt darum, den Islam zu verbreiten. So. Und den Leuten zu zeigen, dass der Islam nicht so ist, so wie man ihn darstellt in den Medien. Wie stellt man ihn denn dar? Definitiv negativ. Vor allem, wenn man sagt, diese salafistische Szene. Also, ich kenne keinen, der sich Salafist nennt. Also für mich ist das so ein erfundener Begriff. Man teilt, man sagt, guck mal, das sind die Salafisten und so. Dann gibt es nochmal die normalen Muslime und so. Aber dabei am Ende des Tages sind wir alle Muslime. So, wir nennen uns nicht Salafisten oder was auch immer. Die einen nehmen das halt dann ein bisschen strenger in dem Sinne. Ich glaube, Salafismus soll sagen, dass es ein sehr, sehr strenger Islam ist, bei dem man die Reinheit der Zeit des Propheten und der 3 Generationen danach bewahren möchte. Genau. Keine Bid'a, keine Neuerung. Richtig. Das ist ja was schon auch zu Ibrahim passt. Ja. Eigentlich. Ja, aber er ist kein Salafist. Er betitelt sich ja nicht selber als Salafist. Ja, richtig gehört. Salafismus ist etwas, was zu Ibrahim passt. Wir gehen raus, weil Ibrahim mir noch zeigen will, was er in seiner Freizeit macht. Ich habe jetzt gerade auch mal mit Ibrahim Boxtraining gemacht. Er möchte nicht, dass es gefilmt wird. Ich glaube, er hat auch Sorge, dass ich da im Bild sein könnte. Respektiere ich. Nee, überhaupt nicht. Das ist überhaupt nicht passiert. Das ist überhaupt nicht passiert. Das habe ich nur für dich kurz gemacht, weil du auch das halten wolltest. Okay, dann ist es nicht passiert. Das ist nie passiert. Ich frage Ibrahim, ob er sich von extremistischen Predigern abgrenzt. Wer ist denn ein extremistischer Prediger? Ich will nicht, dass mir irgendwas dann in den Mund gelegt wird. Also von Pierre Vogel grenze ich mich sicher nicht ab. Und ich sehe den auch nicht als extremistisch oder irgendwie als gefährlich oder verfassungswidrig oder sonst irgendwas. Sagen wir mal zum Beispiel Prediger, die mit dem Islamischen Staat in Verbindung stehen. Kenne ich keinen. Ibrahim distanziert sich vom IS und verweist auf ein TikTok-Video von sich, das besagt, dass wir viele Sachen, was da praktiziert werden, nicht mit dem Islam konform sehen und uns nicht damit identifizieren. Sagen, dass wir das halt nicht richtig finden. Okay. Und auch gesagt, dass man sich auch von denen ganz klar abgrenzt und distanziert. Distanzieren sollen, sich gar nicht solchen Leuten anschließen. Natürlich, aber das Video ist ja immer noch online, kann man sich anschauen. Okay. Ibrahims Freunde mischen sich immer wieder ein. Anstrengend. Halt mal lieber die Handschuhe.
Der Bayerische Verfassungsschutz stuft dich als Person des salafistischen Spektrums ein in seinem Bericht des Jahres 2021. Weil Ibrahim angeblich mehrfach gewaltbefürwortende Äußerungen gemacht hat. Wenn der Verfassungsschutz das so einschätzt, dann ist das seine Sache. Verfassungsschutz nehme ich sowieso nicht für voll, deswegen. Hast du es denn gesagt? Wenn die da irgendwelche Aussagen haben, können die bringen. Wenn du irgendwelche Aussagen hast, kannst du die bringen. Ibrahim soll in einem Livestream, Zitat, das physische Züchtigungsrecht des Mannes gegenüber seiner Ehefrau, Zitat Ende, verteidigt haben. Überprüfen kann ich das nicht. Wir diskutieren noch eine Weile weiter und ich merke, die Aussagen vom Verfassungsschutz lassen ihn kalt. Gibt es noch was du zum Ende noch sagen möchtest, was dir wichtig wäre? Was ich noch sagen möchte, ich kann allen Leuten nur eins ans Herz legen, und zwar, Islam ist die Rettung. Seien es Muslime, die nicht praktizieren, seien es Nicht-Muslime. Derjenige, der das Paradies möchte, der sollte sich mit Islam beschäftigen und sich an die islamischen Regeln halten, sodass er inshallah am jüngsten Tag zu den Erfolgreichen gehören wird. Und auf Wiederschauen, meine lieben Nicht-Muslime. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, liebe Geschwister. Ja. Genau damit werde ich ihn bei unserem nächsten Treffen konfrontieren, mit seinem bedingungslosen Glauben. Dafür grabe ich tiefer, möchte mehr über ihn herausfinden. Ist er vernetzt? Ist er radikaler, als er scheint? In einem Bericht von Modus Zat werde ich fündig. Ibrahims Name taucht im Zusammenhang mit der deutschsprachigen muslimischen Gemeinschaft in Braunschweig auf. Ich will mehr über sie wissen. Was ich auf ihrer Webseite lese, klingt erstmal gut. Fast schon zu gut. Wir bestätigen, dass der Islam jegliche Gewalt oder Ähnliches verabscheut und dass wir weder einer extremistischen Gruppe noch zu anderen Sekten angehören. Der Verfassungsschutz Niedersachsen sagt mir allerdings, diese Gemeinschaft wird beobachtet. Sie stellt einen der zentralen Knotenpunkte der deutschsprachigen salafistischen Szene dar. Wer hier predigt, wird anerkannt, ist wichtig. So wie Ibrahim. Und er sagt dort Dinge, die ich auf TikTok nie von ihm gehört habe. Er spricht sich direkt gegen die Gleichstellung der Geschlechter aus. Die Frau hat natürlich einige Rechte im Islam, die sie auch in der vorislamischen Zeit nicht hatte. Ja, aber wenn wir jetzt sagen, Frauenrechte sind zum Beispiel, dass sie sich mit dem Mann gleichstellt oder dass sie sagt, ja, der Mann, der muss seinen Kopf nicht bedecken, ich bedecke meinen Kopf auch nicht beispielsweise, dann sagen wir, nein, solche Frauenrechte hat sie nicht. Und es wird noch heftiger. Auf einem anderen YouTube-Kanal finde ich einen sehr langen Vortrag und darin eine Aussage von Ibrahim, die alle Grenzen überschreitet. Damit werde ich ihn konfrontieren. Aber zuerst will ich noch wissen, was er zum Thema Alleinwohnen von Frauen sagt. In diesem Video äußert er sich nämlich dazu. Darf ich als Frau alleine wohnen? Wenn eine Frau alleine wohnt mit der Einverständnis von ihrem Vormund und es besteht keine Fitna oder irgendetwas anderes, dann ist es inshallah nicht haram, aber es sollte natürlich nicht vorkommen. Ja. Was ist das Problem? Was das Problem ist? Also ich wohne allein. Okay. Wenn dein Vormund das erlaubt und du nicht in Fitna fällst, dann ist es nicht haram. Also ich habe keinen Vormund. Also du hast keinen Vater, Bruder, Onkel, nix. Doch, ich habe einen Vater, aber ich will ihn nicht als meinen Vormund bezeichnen. Das ist deine Ansicht, aber vielleicht ist die islamische Ansicht ein bisschen anders als deine. Also ich habe ihn auch nicht gefragt, sondern ich entscheide das selbst. Findest du jetzt quasi, das geht nicht? Das ist deine Entscheidung. Ich habe nichts mit dir zu tun, damit ich dir sage, wie ich das finde. Ja, ja, aber es geht ja schon im Prinzip um die Selbstbestimmung von Frauen hier. Was heißt um die Selbstbestimmung von Frauen? Dass eine Frau frei sein sollte, zu entscheiden, wie sie leben möchte. Sind dann Kinder auch frei zu entscheiden, wie sie leben möchten? Du setzt gerade eine Frau mit Kindern gleich? Ich frage generell. Bist du verheiratet? Unter Umständen. Wie alt bist du eigentlich? Das weiß keiner. Hast du schon mal gewählt? Nee. Noch nie? Noch nie. Hast du nie gewählt? Nee, habe ich noch nie gewählt. Wenn es nicht um die TikTok-Videos geht, sondern um sein Leben, ist Ibrahim lange nicht so gesprächsbereit. Er wirkt anders als beim letzten Dreh. Ein bisschen in die Enge getrieben. Macht zu. Wie würdest du deinen Beruf denn bezeichnen? Mein Beruf? Großgrundbesitzer.
Okay, und wie verdienst du dein Geld? Ich meine, du bist jetzt nach Saudi-Arabien geflogen, du machst Vorträge in wo war das, Schaffhausen, oder? Ja, das war da. Genau, Essen habe ich gesehen, überall. Das muss man ja auch bezahlen. Ja, Rizq kommt von Allah, ja. Also am besten wäre es überhaupt nicht darüber zu sprechen. Ich sag dir dann später vor nicht laufender Kamera, warum. Also das sollst du alles am besten komplett rausschneiden. Sei es mit Großgrundbesitzer, sei es mit Geld, sei es mit den Flügen. Zu einer Erklärung kommt es nicht mehr, weil die Zeit fehlt und ich entscheide mich, das nicht rauszuschneiden. Denn nochmal, das ist ein Eingriff in meine journalistische Unabhängigkeit. Am Flussufer wird Ibrahim von einem Fan erkannt. Fotosession. Danach stelle ich die Frage zu dem Video, das mich am meisten schockiert. Darin spricht Ibrahim zur Ehe und zu den Rechten der Frau. Genauso sagen wir, dass es zu ihren Rechten gehört, dass er sie, wenn er sie schlägt, nicht ins Gesicht schlägt und nicht verletzt, nicht beschimpft. Das sind letztlich gewaltbefürwortende Aussagen. Nee, sind das nicht. Wie er schon gesagt hat, das war schon sehr richtig gesagt. Ich habe nie gesagt, man soll Frauen schlagen. Ich habe den Hadith zitiert und es war damals auch normal, dass die Frauen geschlagen wurden. Und der Prophet a.s. hat es verboten, sie ins Gesicht zu schlagen. Ein Hadith ist eine Überlieferung über das Leben des Propheten. Du kannst dir schon vorstellen, dass es unter anderem solche Sachen sind, weswegen du vom Verfassungsschutz beobachtet wirst. Ach, das ist mir doch klar. Sollen die beobachten. Wenn man sich jetzt überlegt, dass sehr, sehr viele Jugendliche sich das angucken und du einen großen Einfluss auf Jugendliche hast, findest du es nicht wichtig, in dem Moment das auch einzuordnen? Wenn du sagst, okay, du erzählst dir einen Hadith, ja, verstehe ich, aber dann musst du doch in dem Moment sagen, okay, ich distanziere mich davon oder das heißt nicht, dass ich dafür bin, dass man Frauen schlägt. Ich würde mich niemals von einem Hadith distanzieren oder von einer Ehe. Das ist natürlich klar. Der Punkt ist, ich will dich nicht schlecht darstellen, aber wenn ich sowas sehe, dann mache ich mir natürlich Dann strahlt das überhaupt nicht aus. Ist ja kein Problem. Und ich entscheide mich natürlich dafür, all das auszustrahlen, denn genau das ist der Kern meiner Recherche. Die Videos auf TikTok sind der erste Kontakt mit einer sehr orthodoxen Welt und können den Einstieg in die salafistische Szene bedeuten. Experten sagen, dass die Videos von Islam-Content 5778 nicht per se radikalisieren. Aber sie können eine der Zutaten für eine echt gefährliche Mischung sein. Zutaten wie zum Beispiel auch die Unklarheit über die eigene Identität oder Diskriminierungserfahrungen. Die Sozialarbeiter der Präventionsstelle Street Rocket Online in Berlin sind die einzigen, die sich aktiv in dieser Bubble auf TikTok einmischen. Von ihnen lerne ich, man kann mehr erreichen, wenn man jungen Menschen Fragen stellt und Alternativen anbietet, anstatt ihre Perspektiven zu zerstören. Wer nur kontert und schimpft, der treibt weiter in die radikale Ecke. Mit meiner Recherche konfrontiere ich TikTok, schicke einen langen Fragenkatalog. Ich bekomme eine Standardantwort. Also ich habe jetzt bei TikTok nachgefragt, ob sie diese Accounts auf dem Schirm haben, Islam-Content 5778 und auch andere. Und die Antwort war sehr allgemein. Also die verweisen hier auf ihre Community Guidelines. Und mir ist jetzt eigentlich nicht klar geworden, ob sie diese Accounts sperren können, ob die vielleicht gemeldet wurden von Usern, ob sie diese Inhalte überprüfen, dahingehend, ob die radikalisieren können. Kurz vor der Veröffentlichung ist der Account Islam-Content 5778 plötzlich offline. TikTok sagt mir, dass er wegen Hateful Behavior und mehrfachen Verstößen gesperrt wurde. Es gibt auch schon 4 neue Accounts mit auffallend ähnlichen Namen. Auch deshalb ist für mich die Recherche hier noch nicht zu Ende. Und ich möchte von euch wissen, wie ihr diese Videos seht. Und ich empfehle euch auch noch die anderen Beiträge aus dem Funkschwerpunkt Dark Talk.